Seite im Team von Valiant, und wenn ihr Probleme damit habt, ja, Usage für nutzungsbasierte Produkte, die ihr verkauft, auch anständig zu tracken und in einem System zusammenzuführen, dann ist dieses Video heute für euch. Ihr erinnert euch vielleicht, in einem unserer letzten Videos haben wir ein Produkt, ein nutzungsbasiertes Produkt, nämlich API Access, an Mechatronics verkauft. Und natürlich wollen wir auch immer eine Übersicht behalten, wo die Nutzung gerade liegt. Das ist natürlich relevant für uns, weil beispielsweise dann entsprechend neue Angebote gestellt werden müssen. Wenn wir sehen, da kommt Mechatronics so langsam ans Limit, sollten wir vielleicht mal eine kleine Erweiterung machen oder ähnliches. Ja? Und wenn wir jetzt uns einmal den Account von Mechatronics anschauen, dann seht ihr hier auch eben direkt unseren Reiter Wallet, wo eben all diese Informationen zusammenlaufen über die Nutzung von Mechatronics, all dieser Komponenten, die eben Bestandteil unseres Produkts API Access Premium sind. Wir haben hier unsere API Calls, Data Transfers, Error Logs, Rate Limits und eben auch User Sessions. Ja, oftmals liegen diese Daten eben in einem Backend-System, das ist auch völlig fein, da wird das getrackt. Wir wollen aber natürlich eben in Salesforce eine gewisse Transparenz darauf haben, weil wir basierend auf zum Beispiel Überschreitungen, wie wir es hier eben bei der Anzahl der konsumierten Datentransfers natürlich direkt ja sozusagen eine Notiz an den entsprechenden Vertriebler geben wollen, dass dieser sich darum kümmert, dass das erhöht wird und Mechatronics eben nicht überraschenderweise einfach eine erhöhte Rechnung bekommt. Natürlich aber genauso, wenn wir eben das Ganze überschreiten und vereinbart haben, bei Überschreitungen wird eben weitergebildet, ohne dass nochmal eine zusätzliche Notice kommt, das Ganze eben auch weiter in Rechnung gestellt wird. Und wie gesagt, diese Daten kommen in der Regel dann aus einem externen System, und wir schauen uns vielleicht auch mal an, wie sich das Ganze verändert. Wir haben jetzt hier eben unsere User Sessions. Wir sehen, der Bucket liegt da eigentlich gerade bei 300 User Sessions. Jetzt stellen wir uns einmal vor, diese Infos kommen aus einem externen System. Wir haben jetzt eben 150 konsumierte, das heißt, die neue Balance liegt eben auch bei 150. Und wenn wir das Ganze dann einmal speichern und unseren Tab hier aktualisieren, dann sehen wir eben auch direkt auf dem Account von Mechatronics, aha, da sind jetzt eben ein paar User Sessions konsumiert worden. Und wenn wir jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen, wieder auf unseren Usage Entitlement Bucket gehen und uns vorstellen, okay, da gab es vielleicht sogar ein bisschen mehr, da wurde übertrieben viel konsumiert, und wir haben sogar mehr als vereinbart, dann sehen wir jetzt hier, dass die Wallet eben auch rot wird, also ein ganz klares Alarmsignal, und da könnten wir jetzt beispielsweise im Hintergrund eine Automatisierung triggern, die entweder eine Notification an Mechatronics schickt oder auch direkt ein neues Angebot erstellt, das der Vertriebler dann eben vorantreiben kann. Heißt also, unsere ganzen Infos über die Usage laufen in Salesforce zusammen, auch wenn sie in externen Systemen liegen, und wir können das Ganze eben für unsere Workflows nutzbar machen und auch sichtbar machen für den Vertrieb, damit dieser eben hier schnell und effizient darauf reagieren kann und eben letztlich auch den Umsatz realisiert, der uns zusteht. Und wenn ihr Interesse daran habt, euer Usage-Tracking auch sichtbar zu machen in Salesforce, dann meldet euch bei uns und wir helfen euch dabei, das Ganze umzusetzen. Danke.